Eigentlich wollte er ausreisen, doch im letzten Moment haben Polizisten den Mann festgenommen, der eine Silvesterrakete in ein Kinderzimmer geschossen hatte. Am Berliner Flughafen BER schlugen die schwer bewaffneten Beamten zu. Dort wollte der Influencer Atalay Younes seinen Flug nach Jordanien antreten. Doch daraus wurde nichts. Die Nacht musste der 24-Jährige in Gewahrsam verbringen. Er wird heute einem Haftrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt. Dann fällt die Entscheidung, ob ein Haftbefehl erlassen wird. Und zugeschaltet ist mir jetzt Michael Petzold von der Staatsanwaltschaft Berlin. Guten Tag, Herr Petzold. Schönen guten Tag. Atalay Younes wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt. Was bedeutet das genau? Ja, das ist genau richtig. Der Beschuldigte ist gestern festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, einen Haftbefehl zu beantragen. Das bedeutet, er wird heute dem Haftrichter vorgeführt unter Anwesenheit der Staatsanwaltschaft. Und dort versucht die Staatsanwaltschaft zu erwirken, dass der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt. Der 24-Jährige ist offenbar wohnhaft im Westjordanland. Welche Auswirkungen hat das? Die Untersuchungshaft setzt einerseits einen Haftgrund voraus. Hierbei geht die Staatsanwaltschaft von Fluchtgefahr aus. Dementsprechend bestehen Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren entziehen wird. Dabei ist natürlich wichtig, welche sozialen Verhältnisse, unter anderem Wohnverhältnisse, hat der Beschuldigte. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Beschuldigte in Westjordanland wohnhaft ist. Wo genau, wissen wir auch gar nicht. Das spielt natürlich eine Riesenrolle, das Strafverfahren durchzuführen, weil wir den dort nicht laden könnten. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass er sozusagen zurückreist und sich dem Verfahren im Westjordanland letztlich entzieht, dem deutschen Verfahren, dementsprechend Fluchtgefahr vorliegt. Younes ist bei offenkundig absolut nicht vorhandenem Unrechtsbewusstsein sehr unbedarft mit der Lage umgegangen, hat sich bei Betroffenen, so sagt er es selber, von Angesicht zu Angesicht entschuldigt, versteht gar nicht, was die deutschen Behörden von ihm wollen, war angeblich noch in der Nacht vor der geplanten Ausreise auf einer Polizeistation und hat sich erkundigt, ob nach ihm gesucht würde. Schützt ihn diese Naivität jetzt? Also Naivität schützt grundsätzlich von dem Strafverfahren nicht. Was natürlich zu berücksichtigen ist, wie ist das Nachtatverhalten des Täters? Hat er sich entschuldigt? Wie räumt er die Tat ein oder räumt er sie nicht ein? Das ist natürlich richtig und wichtig im Strafverfahren. Auf der anderen Seite wird natürlich zu berücksichtigen sein, dass die Staatsanwaltschaft derzeit davon ausgeht, dass der Tatbestand der versuchten schweren Brandstiftung vorliegt. Die versuchte schwere Brandstiftung hat eine Mindeststrafe von 1 Jahr Freiheitsstrafe in Deutschland. Strafschärfend wird auf jeden Fall dabei zu berücksichtigen sein, dass es zu einer Gefährdung von erheblichem Sacheigentum und auch Leib und Leben gekommen ist. Weil so eine Feuerwerksrakete oder Pyrotechnik an einer Wohnung während der Anwesenheit von Personen kann natürlich erhebliche Schäden verursachen. Auch wird nach derzeitigem Stand zu berücksichtigen sein, dass der Täter mutmaßlich diese Tat beging, um größtmögliche Aufmerksamkeit zu kriegen. Soll die Tat gefilmt haben und dann im Internet hochgeladen haben auf dem Instagram-Account. Dementsprechend geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Täter Straftaten beging, um letztlich eine Öffentlichkeitswirksamkeit zu erreichen, dass er praktisch das Menschenleben oder Leib und Leben und Sacheigentum seiner eigenen Öffentlichkeitswirksamkeit unterordnen wollte. Das ist natürlich erheblich strafschärfend zu berücksichtigen. Herr Petzold, vielen Dank für dieses Gespräch und die juristischen Einordnungen. Gerne.